boah, wenn ich da mich verspiele und einer mich filmt und direkt irgendwo postet und dann kommt blöder Kommentar, dann kriege ich schlechte Laune. Ich sage, boah, der Scheiße drauf auf dieser ganze Kommentar. Da ist leider welche nicht geschafft auf der Bühne und du bist auf der Bühne und das ist einfach so. Woher weiß ich, wann ich an meine Grenzen stoße aufgrund meines Equipments? Das ist auf jeden Fall die richtige Marke. Ja, arbeitest du zusammen? Ich mit Schur zusammen auch. Vielen Dank, dass du da bist. Wir sind hier auch im wunderschönen Wien bei Rock Me Vienna. Das erste Rock Me Vienna, das größte Gitarrenfestival in Europa. Auch zum ersten Mal sehr gut auch mit dir. Also es ist ein sehr guter Start mit denen. Und wir haben ja gerade über das Shure-Mikrofon geredet. Das heißt, was nutzt du von Shure? Ja, mit Shure ist langer Kontakt. Wir testen sehr viele Mikros. Ich nehme immer auf Tour so verschiedene Prototypen und teste auf Tour und gebe mein Feedback. Das klingt besser, das klingt schlechter. Und seit Ewigkeit bin ich mit Sendeanlage von Shure unterwegs. Also das ist bester Funk. Also gibt es überhaupt keinen Stress. Also mit vielen anderen, welche ich früher gehabt, war immer irgendwo speziell, zum Beispiel in Asien, in Japan oder in Korea, wo wirklich auf der Bühne 100 Menschen mit Funk unterwegs, ständig irgendwelche Störungen. Und mit Shure diese Probleme gelöst. Und es ist super stabil und auch der Klang, das ist einfach, das ist wirklich super. Und auch diese ganze Verkabelung, ich meine, man rockt schon ordentlich und ganze Geräte fliegen da und Stecker knickt und das muss schon viel aushalten bei uns und das hält. Ja, vor allem bei diesen großen Bühnen, bei diesen ganzen großen Produktionen, da kann man auch nicht mit einem Kabel auf die Bühne, weil man sich viel bewegt und alles und das ist gut, dass es halt... Schwierig, gerade wenn du größere Bühne hast und dann läufst du so quer durch und dann Basser da, ich da und dann haben wir ganz schnell irgendwelche Knoten und nee, also klar, Clubs, wo wenig Platz, wunderbar, man braucht keinen Funk und aber auf der größeren Bühne schon viel praktischer, ja. Dann, das heißt, Kabel mehr im Studio. Nee, also alles außer großer Bühnen. Also okay. Oder zum Beispiel waren ganz viele Leute auf der Bühne, so wie bei Jam, ne, da stehen 10 Leute und wenn jeder mit Kabel und dann nach rechts, nach links läuft, dann hast du ganz schnell Kabelsalat. Das ist mit Funk schon praktischer ab und zu. Also du warst auch gestern Abend auf der Bühne, oder? Mit anderen Musikern und klar, das war jetzt eine kleinere Bühne, da hat jeder auch sein Kabel, sein Kordialkabel, aber okay, ja, da muss man schon aufpassen, wo man hintritt. Genau. Das ist ja, gerade wenn man so mit jemandem jammen möchte, wer auf anderer Seite auf der Bühne steht und dann rennt man einfach da, ja, und dann macht man so einen kleinen Gitarre-Fight und dann rennt zurück. Ja, ist bequemer. Ja, voll. Und wenn wir schon bei Schuhe sind und Mikrofone, bist du auch der Typ, der gerne ein Mikrofon vor deinem Engelcap hast und dann da den Sound aufnimmt oder hast du Inputs, Responses, was nutzt du? Ich bin absolut oldschool. Also ja, cool, ich teste viel, was Neues kommt und merke ich, dass ich immer wieder zum Alter greife. Also bei mir ist 57er steht vor meiner Box. Ich habe bestimmte Winkel, wo das stehen muss, ne? Und ich weiß, das wird funktionieren. Was ich mache gerne, noch irgendwas dazu zum Experimentieren. Also 57er immer in bestimmter Position, gleiche Box, Vintage 30er Speaker. Das funktioniert immer, da habe ich so eine sichere Spur und dazu probiere ich alles Mögliche. Also verschiedene Mikros, verschiedene Boxen oder zum Beispiel von Caploader, von Engel probiere ich auch verschiedene Einstellungen als zweite Spur dazu, vielleicht extra dazu mischen, dass man neue Farbe kriegt. Also ich bin offen, aber trotzdem der Oldschool ist meine Sicherheit. Also ich bin so Röhrenamp-Typ, ich bin nicht unbedingt auf dieser Digital-Trip und ja, also das ist einfach, geht nicht unbedingt, was besser klingt vorne.
geht um mein persönliches Gefühl, wie ich fühle, Sound, Feedback, was ich kriege. Ich kann nicht beeinflussen, was Mischa vorne macht. Ich habe zum Beispiel schon erlebt, dass ich auf der Bühne gespielt mit Leuten, welche über andere moderne Digitalzeug gespielt und vorne Sound war von ihm besser als meiner, weil Mischa hat überhaupt nicht den Griff gehabt, mein Amp mit Mikro richtig mikrofonieren und nach vorne übertragen. Also es ist immer Risiko und ich glaube mit so einem Plug-in-Sound vielleicht vorne teilweise einfacher. Aber trotzdem der Gefühl auf der Bühne, wenn der Sound aus der Box kommt und du merkst, jeder Millimeter, was du mit Finger machst, über Rohren, du hörst einfach Unterschied. Und diese Dynamik, ich mag das einfach. Ne? Und ich habe kein Problem, wenn da irgendwo ein bisschen rauscht was und so, es gehört dazu. Also, und ich mag zum Beispiel, wenn du auf Tour und du spielst verschiedene Clubs, verschiedene Hallen, du machst Soundcheck und da ist jeden Abend ein bisschen was anderes. Zum Beispiel bei meinem Amp der Einstellung in dieser Death Punch und Presence, das ist hier eine Halle. Scheppert zu viel, machst du da weniger, vielleicht Beton, da ist unten einfach kein Schub, dann gebe ich Death Punch einfach so mehr spüren, was von unten kommt, dieser Druck. Und du bist immer am Schrauben und änderst ein bisschen und anpassen und das macht lebendig. Das macht jeder Konzert anders. Und wenn ich so ein fertiger Plugin habe und Modeling, Sound, was immer gleich, es wird schnell langweilig. Wird einfach so ein Job, ja, und der extra Job ist kein Unterschied. Und so ist jeden Abend irgendwie anderes. Also jede Show ist einzigartig. Also nicht einzigartig, ja. Und ehrlich, diese Soundcheck, das macht ganze Tour lebendig. Das ist, finde ich cool, auch so mit Gitarren und welche Abend, welche Gitarre ich spiele und der Monitor-Sound unterschiedlich und ich laufe auf der Bühne und suche meine Balance. Ich bin nicht der Typ mit Ear-Monitoring. Ah, okay. Ich wirklich spiele immer noch, wenn es geht, analog, also mit Monitor-Sound und auf der Bühne. Ist gar nicht so leise, wenn wir spielen. Also da ist wirklich so Oldschool Rock'n'Roll und teilweise klingt besser, teilweise schlechter. Ja, aber das ist trotzdem irgendwie lebendig und ich finde das gut. Es ist immer so ein bisschen Überraschung, wie klingt heute. Und du spielst anders, je nach Sound. So ein Sound heute, okay, da musst du dich anpassen, dann brauchst du vielleicht mehr Zehrer oder weniger Zehrer. Das ist so ein immer ständige Arbeit. Du musst liefern, egal wie klingt und teilweise du hörst dich schlecht im Monitor und dann, Schlagzeuger ein bisschen mehr aufpassen, wo ist er und wie klingt das oder sage ich ihm, gib mehr Gas, ich habe zu wenig Punch von dir und dann spielt er anders und du spielst anders. Also da ist so diese Kommunikation mit Musikern, das finde ich cool, das ist wirklich Rock'n'Roll. Ja, Rock'n'Roll ist hier das richtige Wort, auf jeden Fall, ja. Vor allem, aber wenn ihr dann die Songs live performt, dann haben die ja einen bestimmten Ablauf. Wie sehr ist da Improvisation mit dabei? Also ich habe wirklich so meine Songs konstruiert, dass ich immer Platz ein bisschen zum Jammen habe. Also da ist ein bisschen Improvisation immer drin. Also selbst wenn ich Solos spiele, ist oft so, dass jeder Solo hat bestimmte wichtige Line, Melodie, was Leute vielleicht kennen und was für Arrangement perfekt passt und das spiele ich 1:1 immer gleich, aber das ist immer irgendwo Spots, wo ich je nach Laune ein bisschen mehr oder weniger mache und teilweise einfach nach Tageszustand, teilweise ist man einfach so müde, da ist einfach nach 6 Wochen Touring kaputt und vielleicht nicht ausgeschlafen und dann macht man so ein bisschen ruhiger. Teilweise Sound passt und einfach fühlt sich
geil und dann gibst du richtig Vollgas und dann gehst du richtig am Limit und klar, das für viele Fans teilweise, wenn sie eine CD kaufen oder runterladen oder egal wie, sie hören Musik, sie möchten meistens genauso beim Konzert hören. Also wenn sie Solo lieben, bestimmte, dann möchten sie genau diese Solo sehen und hören. Aber ich denke, so in diesem Metal-Bereich, wo ich befinde, da ist viele Leute, welche offen für Improvisation und teilweise spielen wir Songs und am Ende machen ein bisschen anderes, nicht wie auf der Platte und irgendwelche Übergänge und das ist cool. Also klar, ich habe sehr viele Songs zum Beispiel mit Orchesterarrangement, schleppe nicht immer Orchester mit, das kommt von Band und Schlagzeuger sitzt mit Klick, das ist formfest, kann man nichts machen, Tempo, alles und er spielt nach Klick und wir spielen nach ihm. Also das ist trotzdem für uns zuhören und mitmachen. Das gefällt mir aber sehr gut. Ich finde, es macht einen sehr großen Unterschied, ob du ein In-Ear-Monitoring hast, auch mit einem Klick im Ohr. Ich habe das tatsächlich zum Teil auch mit Sechzehntel-Klick. Ich wollte es mal ausprobieren. Es kann wirklich sehr, sehr gut sein. Also es ist ein ganz anderes Spielgefühl, aber wenn du es dann wieder komplett weglässt und dann deine analogen Monitore hast, es ist ein ganz anderes Erlebnis, also viel lebendiger. Ja, und es ist ganz andere Latenz. Ne? Also das alles, was du hörst, ich sage so über 3 Meter, das dauert und ist ganz anderer Groove im Finger. Also diese Laidback, wenn du mit Schlagzeug da, wenn du nicht nur eins von Bassdrum mitmachst, wenn du auch diese Laidback von Snare mitmachst und je nach wie er spielt, wie das Sound ankommt, das macht Unterschied. Mit Klick, ich habe auch Patterns, mit Klick gespielt, weil ich habe viele verschiedene Projekte, wo Jungs komplett mit E-Monitoring machen, habe ich auch mitgemacht. Und ich habe gemerkt, ich spiele ganz anders direkt. Da ist viel steriler, also ein bisschen so Studio-Gefühl, ne? So Präzision, steril, sauber, viel weniger Rock'n'Roll und nicht so wild, vielleicht sauberer, aber ob das muss so sauber sein live, bin ich auch mir nicht sicher, weil es wirklich, da geht um Emotionen bei Konzerten. Und ich mag total Dream Theater und Petrucci ist mega Gitarrist. Aber wenn ich live angucke, macht mich das nicht so an wie bei manchen ganz wilden Jungs, welche vielleicht ab und zu nicht perfekter Ton treffen und Bending vielleicht ausgerutscht, weil er in diesem Moment da von Monitor zu Monitor gesprungen. Aber da kommt richtig gute Partyenergie, das ist schon gut, finde ich. Und Klick hat keinen Groove. Also Klick ist einfach perfekt genau und ja gut, wenn du als so Gitarrist zum Beispiel von Meshuggah, dann musst du da genau jeder Sechzehntel treffen. Was ich zum Beispiel gemerkt, ich habe für mich gemacht, nicht nur Klick, ich habe leichte Percussion Groove gemacht. Als Klick auch, als Groove Klick. Im In-Ear meinst du? Genau. Okay, ja. So wie du gesagt mit Sechzehntel, aber ich habe nicht als Sechzehntel gemacht, ich habe einfach so leichter Groove zu jeder Song, je nach Groove von Song, ob das jetzt Shuffle oder so triolischer oder Sechzehntel, leichter Groove und das immer im Hintergrund so ein bisschen so mit Shaker und so. Das hat auch was gebracht, das hat direkt dieser Klick lebendiger gemacht. Ne? Ja, hey, ich muss jetzt dazu kurz was erzählen, weil ich war jetzt auch gerade bei dir in der Session Masterclass, wo du halt hier bei Rock Me Vienna den Leuten auch was beibringst und du hast auf deinem Handy einen ganz normalen Drumcomputer abgespielt, ganz basic, 4 to the floor und du hast ganz normale Achtel Power Chords gespielt, gemutet und mir ist sofort aufgefallen, dass du warst nicht wie so eine Maschine, sondern es klingt so
einfach, aber bei dir, das hat so gegroovt, das war völlig irre. Ich habe mich richtig gefreut, als ich dich gesehen habe, wie du einfach nur diese Achtel, dam, 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 aber auf so eine musikalische Art und Weise, so bisschen laid back, bisschen Rock'n'Roll, diese Personality von dir, das war irgendwie so eine Art Handschrift von dir. Das war echt cool. Und auch wenn man nur etwas kurz zeigt zu einem Drumcomputer, man kann trotzdem echt grooven. Also voll geil. Ja, ja, also das habe ich glaube, so sehr früh gelernt, weil erste Studioaufnahmen, was wir gemacht haben mit Band, auch Studiojobs, was ich in Amerika gemacht, das war, wir haben immer mit ganzer Band aufgenommen. Jeder in so einer Glaskabine, so, aber wir haben live gespielt. Und wir haben teilweise auch Klick gehabt oder teilweise ohne Klick. Und du guckst auf Schlagzeuger und egal wie Klick läuft, jeder hat irgendwie anders gespielt. Und je nach Stil, ne, wenn man so rockiger spielt, dann zieht man zurück. Und ich habe zum Beispiel ein anderes Projekt, Voodoo Gods, mit Sänger von Cannibal Corpse. Da geht richtig zur Sache, da ist Klick ständig über 200 und das alles mit Double Bass. Und da ist nichts mit Laidback. Du pushst, du machst das super aggro und diese Aggressivität, du drückst immer nach vorne. Also du bist fast schon vor der Klick. Du drückst, dass das noch mehr pusht. Und das wirklich muss man lernen. Das ist nicht der beste Weg, einfach dieser Klick perfekt zu treffen. Du musst musikalisch denken, was macht dich jetzt an bei dieser Groove? Muss das nach vorne drücken, so richtig metalmäßig, oder rockig leicht schleppen? Ne? Das kann man nicht messen. Ich habe keine Ahnung, was das für Millisekunden da drin steckt. Es ist einfach nach Gefühl, nach Sound auch. Ne? Es ist zum Beispiel bei Engel, wir haben immer konzentriert auf mittlere Frequenzen, weil das ist das, was nach vorne kommt. Ja. Wenn du vergleichst zum Beispiel mit Boogie oder Amps, welche so mehr Tiefe haben, sie drucken da unten mehr. Gleichzeitig wird alles langsamer, weil diese tiefere Frequenzen, sie sind langsamer. Sie pumpen, aber diese Pumperei, das ist träger. Und mittlere Frequenzen sind schneller. Und darum, wenn man zum Beispiel so tight und was Schnelles spielt, Engel ist immer hier. Da ist auch leicht zu mischen, weil der Ton ist einfach da. Also das bohrt sich sehr gut zwischen Bassdrum, Bass und Cymbals und Gesang. Und das ist unterschiedlich, wie du spielst. Ne? Also du musst nicht so weit nach vorne drücken bei Engel, weil es ist schon da. Und macht Spaß. Also bei so zum Beispiel, wenn man clean so, keine Ahnung, funky Zeug spielt und man nimmt irgendwelche Twin von Fender da Amp, das ist sehr und das ist auch hier direkt und darum ist auch so laidback sehr cool klingt. Man muss mit Sound arbeiten und Gefühl entwickeln, das ist alles Latenz, ne? Man ein Plektrum wie bei Schlagzeuger, das ist dieser Snare-Schlag, da, oder bei Dirigent auch, ne? Wenn man klassischer Dirigent, Ende, da ist eins, nicht der Handbewegung, da ist ganz am Ende, da ist der Punkt, wann losgeht. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass man könnte anfangen mit, der Drummer ist genau auf den Beat und irgendwann, insbesondere bei schnellem Metal, da verschiebt sich das so ein bisschen in die Richtung, dass die Gitarre so ein bisschen voranschiebt, so ein bisschen wie so ein Pferd peitscht, so reitet schneller und der Bass lehnt sich so ein bisschen zurück und dann hast du so eine schöne Balance und je besser sich die Band auch kennt und sich gegenseitig zuhört, desto eher entsteht auch der eigene Vibe, der eigene Groove und dann... Und das macht Sound fett. Ja. Das ist genau der Fett. Ich habe zum Beispiel bei meinen Workshops, in meinen Musikcamps, was ich für ganze Bands anbiete, bei diesen Musikcamps zeige ich Aufnahmen,
Studioaufnahmen von Band, Orchester und so weiter und so weiter. Und ich mache so Experiment, alles total tight, lebendig, live, so und so und so, mache diese ganze Vergleiche. Und dann habe ich zum Beispiel Orchester genommen, dreifache Besetzung, knapp 90 Leute da auf der Bühne. Live-Aufnahme, voll fett von meinem Lingua Mortis Orchestra Projekt, was ich aufgenommen damals mit Rage. Da haben wir auch damals live gespielt in Wacken und diese DVD, Live-DVD gibt's. Und ich habe Aufnahme gemacht von Orchester, so wie das klingt. Und dann habe ich mit Programm alles super tight gemacht. Also wirklich alle Geigen auf der Klick, Cellos und alles zusammengeschoben, so perfekt wie möglich. Am Ende diese dreifache Besetzung mit 90 Leuten klang wie ein Quartett. Okay, ja. Da ist ganze Fleisch, ganze Power weg war. Das klang wie ein Quartett, total dünn. Kein guter Sound, war so alles nasig, weil das ganze Wählen von Klang sich vermischt. So, ein ganze Fett war weg. Und genauso mit Band, wenn du hörst so wie ich schon vorher gesagt, so ein Mischung, super, super tighter, schneller. Ist gut, wenn man tight. Aber wenn du fetter Groove möchtest haben, das muss nicht so präzise sein, weil diese lebendige, diese paar Millisekunden da und her, das macht Sound fett. Das ist das, was wir machen mit Gitarren bei Doppelung im Studio. Du nimmst eine Seite links, spielst nochmal rechts, was viele machen zum Beispiel, kopieren linke Spur auf rechte und machen da so ein paar Millisekunden Delay. Ich sage, das bringt nichts. Null. Das bleibt dünn und das macht Sound noch schlechter. Du musst zweimal spielen. Klar, präziser wie möglich, aber dieser lebendige Unterschied, in Sound, in Anschlag, in Ton, das macht fett. Und ja, was bei Groove auch wichtig, nicht nur ein bestimmter Ton pünktlich treffen, geht um Melodie. Also jeder Riff hat bestimmte Melodie und diese Melodie, diese eine Phrase, welche man spielt, das muss grooven. Nicht nur ein Ton. Also ich sehe jeder Groove als Melodie. Und und dann hat diese Melodie bestimmter Groove. Das ist nicht so nur Achtel, Sechstel, Sechstel, Achtel und keine Ahnung was. Nein, das ist Melodie. Und so wie wir reden, so spielen wir auch. Ne? Und das macht Sound am besten, finde ich. Findest du, dass sich im Laufe der Zeit, insbesondere heute, sich das so in diese Richtung gewandelt hat, dass es alles ein bisschen steriler wird? Da ist definitiv steriler, dank dieser ganzen Programmen, welche alles gerade macht und diese ganze Pitching und Melodyne und alles Mögliche. Das Gesang wird immer ständig gepitcht, teilweise live schon, ne, bei Sängern. Ne, das ist schon krass. Also ich habe Konzerte gesehen, wo wirklich Echtzeit-Pitching läuft. Ne? Also Programm läuft immer mit und nur auf den richtigen Ton am Schieben. Okay, aber krass, wusste ich nicht. Das ist wirklich krass mittlerweile, wo das alles entwickelt. Und auch im Studio, ne, alles wird gepitcht, alles perfekt geschoben, alles tight gemacht. Schlagzeug wird auch mit Drumbeat da alles gerade geschoben. Ja, das ist moderne Entwicklung. Ob das unbedingt besser für Leute, welche vielleicht gewohnt so zu hören Musik, klingt auch super. Und vielleicht für Kids, welche nur so letzte Zeit gehört, vielleicht unsere Oldschool Rock'n'Roll klingt auch nicht so gut und so wackelig, keine Ahnung. Da ist alles Geschmackssache, aber für mich ist schon teilweise zu steril geworden, auch mit dieser Plug-in-Sound und so, das ist alles mit dieser Kopieren. Ich habe im Studio, wenn ich produziere, manche Bands, Leute kommen, ja, guck mal, ich spiele hier, ja, und das kannst du kopieren. Ich sage, wie kopieren? Möchtest du nicht spielen? Nee, das ist doch gleich, kopiere einfach. Ich sage, na, dann klingt gleich. Das ist doch nicht schlimm, das ist gut so. Da ist ein bisschen
mehr malen als spielen. So, ne? Mag ich überhaupt nicht. Spiel doch einfach. Ne? Probier, bis das gut klappt. Ja. Ja, aber manche wirklich malen mehr als spielen. Ne? Und jetzt kommt dieser ganze KI, AI und bald haben wir nur so ein komisches Zeug. Ne? Ja. Ja, das ist ein Riesenthema. Ich sehe diese ganze KI-Geschichte so, dass ich mache ja Musik, weil es mir Spaß macht. Also klar ist das Endprodukt schön, wenn man das sieht und hört, aber der Weg dorthin ist ja auch interessant. Ich bin auch eher so ein Typ, ich übe lieber 10 Wochen und habe dann einen Studiotag und spiele alles ein, weil ich es halt geübt habe und auch in der Lage dazu bin, so wie du sagst, spiel einfach, versus an Tag 1 alles aufzunehmen und dann 10 Wochen lang nur Editing zu machen. Das wird mir keinen Spaß machen. Dann würde ich die ganze Zeit 10 Wochen lang nur malen, schieben und am Ende klingt das auch nicht besser. Aber die Zeit ist die gleiche. Ja, und ehrlich, ich habe jetzt bestimmt über 30 Jahre Diskografie seit meinem ersten Album. Ich habe so viele Alben schon aufgenommen. Und wenn ich zurückblicke, an was ich mich erinnere, nicht um fertige Platte in der Hand zu haben, um dieser Prozess, wie das entstanden. Und das ist das, was man merkt und boah, das war da im Studio, da haben wir das gemacht und da haben wir geprobt und da Produktion gemischt und so und so. Diese Erinnerung wirklich viel geiler als einfach, ja, CD fertig, ja gut, fertig. Ja, dann kann man gleich KI nutzen. Ja. Ja. Und das, ich glaube, was am meisten Spaß macht an Musik, das ist dahin zu kommen. Ne? Das ist wie in meinem Rennsport genau gleiche, diese Entwicklung von Rennauto und Testfahrten und dann qualifizieren und da und Vorbereitung und was klappt, was nicht und da kämpfst du richtig hart, so speziell dieser ganze 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Ich mittlerweile schon 11 Mal mitgemacht. Cool, ja. Und das ist Erlebnis, das, was da wirklich passiert und nicht, wenn du am Ende auf dem Podest stehst und kriegst Pokal, okay, und dann staubt sich in den Schrank dann weiter. Dann. Also da ist, ja, also viele machen sich einfacher mit dieser ganzen Schneiden, Kopieren und bla bla bla, aber sie verstehen nicht, was sie verlieren. Also sie verlieren viel Spaß. Viel Schweiß, aber das ist auch irgendwie Spaß. Ne? Ich finde, auch die neueste Technologie hat durchaus seine Daseinsberechtigung, weil wenn ich zum Beispiel nur schnell üben will, also das Setup muss schnell stehen, dann kann ich auch mal ein Plugin nehmen oder irgendwelche Amp-Modelers einfach rein, Kopfhörer nehmen und dann üben für 10, 15 Minuten und weiter, weil bis ich halt den ganzen Amp aufgebaut habe, und dann auch den richtigen Sound finde und dann die ganze Zeit rumdrehe, das kann natürlich auch sehr viel Zeit kosten. Und wenn es dann darum geht, wirklich was Tolles aufzunehmen und dann den Sound auch zu suchen, so dieses Tone-Hunting und so zu machen, dann kann man natürlich auch auf solche Sachen zurückgreifen und hat alles seine Daseinsberechtigung. Ja, aber was viele nicht verstehen, dieser Prozess, Vorbereitungsprozess, dieser Übungsprozess und dann dieser Live-Aufnahmeprozess macht dich von Produktion zu Produktion besser. Weil du lernst so viel eingespielt. Oh, nicht geklappt, warum nicht geklappt? Ah, da war schlecht, okay. Achten, üben, probieren, nochmal auf. Und wenn du geschafft, das richtig sauber aufzunehmen und du ganze Fehler da ausgebessert, da bist du nach so einer Produktion auf das nächste Level schon gekommen. Und bei jeder Produktion steigst du und immer mit dieser Üben und Aufnehmen und dieser ganze Erfahrung, was du im Studio sammelst, by doing, dieser ganze, das ist ein riesen Lehrprozess. Ne? Und da wirst du immer besser. Wenn du kommst ins Studio und spielst irgendwelche 2 Akkorde und malst und korrigierst und malst, gehst nach Hause auf gleichem Niveau. Und du lernst nichts daraus. Ne? Also einfach Geld bezahlt, ja gut, klingt gut, aber hat mir persönlich das was gebracht? Ja, eher weniger. Ja. Nee, also nach draußen hast du irgendwas gemacht, für dich selber
nichts. Ja, Darum. ich finde es auch immer wichtig, sich immer mal wieder selber einfach zu Hause aufzunehmen. Das ist ja heutzutage sehr gut machbar mit kleinen Audio-Interface und Amp-Sims und sowas, weil dann erkennt man, wie schlecht man wirklich ist und ob man auch bereit ist fürs Studio. Weil ich kann mir auch gut vorstellen, dass es viele gibt, die sich eben nicht aufnehmen, die üben ganz viel, ganz fleißig und dann sind die im Studio und dann merken sie erstmal, hey, ich brauche einfach noch eine 100%. Zeit. Ja, also du hast das auch ab und an mal erlebt. Das ist ein ganz wichtiger Prozess. Man muss wirklich teilweise Kids helfen, das zu verstehen, weil wer das nicht kennt, kann auch nicht wissen. Also und darum, ich finde, so, da muss ganze Newcomer so ein bisschen helfen und leiten und dass sie von Erfahrung von anderen Leuten was lernen. Dafür ist diese ganze Camps, was wir machen, perfekt, weil man kann so viel lernen und erfahren. Aber viele Proben irgendwo in klein, lauter Proberaum, achten nicht auf Kleinigkeit, hören nicht Fehler und dann gehen direkt ins Studio und dann plötzlich alles sauber und ganz klar und so, boah, wir sind so schlecht noch. Also diese Möglichkeit aufzunehmen zu Hause, probieren, diese Testläufe machen, dass man hört, was man spielt, wie man spielt, was man noch verbessern kann. Das ist auf jeden Fall sehr günstige Investition sozusagen, nicht direkt in ein teurer Studio gehen. Klar, man kann auch zu Hause alles aufnehmen und dann jemanden geben zum Mischen, aber trotzdem, da ist mit egal welches Programm, Reaper, Cubase oder egal was man da zu Hause hat, man muss aufnehmen, man muss probieren und Experimente machen und auch komponieren Songs, weil man Songs komponiert nur in Proberaum und spielt live. Man kann nicht 100% beurteilen, wie das wirklich klingt. Man muss lernen, so ein bisschen Beispielen, konzentrieren, wie man spielt und danach so ein paar Tage Pause machen und wie so ein Fan einfach reinhören, wie klingt das, macht mich das an, gefällt mir das. So wie jemand, so Fremde. Und dann kriegt man auch Feedback. Okay, der Song kann da und da noch ein paar Sachen, ein paar Verbesserungen machen und da nicht. Und Solo war nicht so gut und Bending war und hier klingt nicht so. So von der Seite hören, also Aufnahmen super praktisch dafür. Und auch, wenn man zum Beispiel auf Tour vorbereitet, kleine Videoaufnahmen machen von Band in Proberaum. Ja. Weil teilweise manche Leute, wenn Video läuft, da kriegen sie nächste Probleme. Sie wissen nicht, wie man steht und so ein bisschen schüchtern und so weiter und so weiter. Also ein paar vielleicht kleine Konzerte machen, so zwischen Kumpels, sich wohlfühlen und das ist alles Erfahrung, was man sammeln muss und darum nicht warten zu lange. Ja, wir sind noch nicht so weit. Erste Möglichkeit, irgendwo zu spielen, sofort nutzen. Okay. Spielen, aufnehmen, alles machen, weil erste Erfahrung ist leider immer schlecht. Ja. Erster Konzert ist immer schlecht. Und wie früher du das machst und wie mehr du davon hast, umso schneller wirst du besser. Man kann das nicht überspringen. Man wird nicht in einer Woche Stivai. Dauert ein bisschen. Und da muss man viel Geduld haben und einfach Erfahrung sammeln. Das ist das Einzige, was hilft. Ja, ich sehe das auch bei so Festivals. Band 1 ist auf der Bühne, die spielen ihre Songs, das ist auch alles in Ordnung. Und dann kommt Band 2 auf die Bühne, ganz andere Nummer. Da merkt man, Band 2 war schon 100-mal, 1000-mal auf der Bühne, viel routinierter, fühlen sich auch viel wohler auf der Bühne. Wohingegen Band 1 sehr unbeholfen klingt, so, was mache ich hier, wo bin ich, warum bin ich hier, muss ich jetzt spielen, was denken die anderen über mich? Genau. Und Band 2 so, Rock'n'Roll, Leute, auf geht's. Das ist so diese Unsicherheit, was bei vielen Leuten, das ist gar nicht so einfach, das muss man lernen und viele Leute
gehen auf die Bühne, versuchen sich selber was beweisen, wie gut ich bin, oder jemand beweisen, wie gut ich bin. Und das ist komplett falsche Einstellung. Dieser ganze Übung und Konzentrationsprozess ist davor. In diesem Moment, wenn du auf die Bühne gehst, genieß das einfach. Guck nach vorne, da ist hoffentlich ein paar Leute da. Und einfach Spaß haben, genießen und nicht nachdenken, oh, ich muss jetzt liefern und ich muss da perfekt sein und da und da. Da verdirbst du dir selber ganzen Spaß. Ja. Da gehst du nach Konzert in Backstage, hast du was mitgekriegt, hast du Leute gesehen, hast du Spaß gehabt? Nee, ich war nur so nervös, dass ich das alles irgendwie spielen kann. Nein, falsch. Konzerte wirklich muss man genießen, das muss man nach vorne gucken, mit Leuten kommunizieren so und Spaß haben. Vorbereiten und üben ist alles davon. Ich glaube, es würde auch mehr Spaß machen, wenn man auf der Bühne steht und vielleicht sind da auch nur eine Handvoll Leute, aber man tut so, als ob das eine riesen Arena wäre und das ist die größte Show, die du jemals gespielt hast. Und da musst du auch, wenn da so ein paar Leute stehen, einfach vielleicht ein netter Blonder finden und für sie das machen. Also es ist immer einfach konzentrieren auf ein paar gute Leute, welche Spaß haben und das war's. Also wirklich, man macht das Spaß zu haben, ne, am Ende. Ne? Und sonst wird man ganz schnell frustriert, nervös und das macht keinen Spaß. Ja, also ich sehe es auch so, man bereitet sich für eine Show vor, man übt ganz viel und dann sind deine Hausaufgaben sozusagen gemacht. Und dann gehst du auf die Bühne und präsentierst, was du kannst. Ja, entweder kannst du es oder du kannst es halt nicht. Aber egal, was dabei rauskommt, genau, hab einfach Spaß, präsentier das, was du kannst und genieße es. Und das war jetzt deine Show und bei der nächsten Show wird es einfach besser. Ja, und man darf nie auf die Bühne gehen mit Gedanken, jetzt liefere ich genauso, wie ich das zu Hause gespielt. Diese Erwartung darf man nicht haben. Das ist normal für jeder. Absolut normal, dass du bei Live-Konzerten irgendwo, ich sage so, 70% bist. Wenn du richtig gut drauf, dann vielleicht 80%. Aber du bist nie bei Live-Konzert auf 100% wie zu Hause. In Ruhe, gemütlich, mit guter Sound, an welche du gewöhnt. Nein, du gehst auf die Bühne, du verlierst immer vielleicht komischer Sound, komischer Monitor, einfach ungewöhnte Halle und vielleicht so ein paar komische Leute vorne oder zu dunkel und du siehst plötzlich nicht, was du spielst. 1000 Sachen, was passieren kann. Und wenn du da deine 70% lieferst, das ist schon gut. Also ich habe wirklich mit ganz, ganz, ganz großen Stars gespielt, welche teilweise sich so knallhart verspielt. Nicht, weil sie nicht können, weil das einfach Situation war so, das war einfach unmöglich in diesem Moment. Das kann immer passieren, wir sind alle Menschen. Also ist überhaupt nicht schlimm. Also auch Stevie Vai und solche Leute verspielen sich. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das erinnert mich auch an einen Freund von mir, der stand auf der Bühne, dann kommt er runter, spielt Gitarre und dann sagt er auch, boah, ich weiß nicht, ich habe mich voll oft verspielt und wie war überhaupt der Gitarrensound und so. Ich so, hey, das war in Ordnung. Und dann kam ein Fan vorbei, hey, das war das geilste Konzert, auf dem ich jeweils war, das war der Hammer. Und mein Freund so, ja, gern geschehen, danke. Und das hat die null interessiert. Gitarrensound, die aus der PA kommt, ob da ein kleiner Verspieler drin ist, das merkt kein Mensch. Nee, also da ist wirklich, man macht sich selber teilweise zu viel Druck. Das muss nicht sein. Einfach Spaß haben, genießen, also das ist wirklich so, dass mit dieser ganzen Handyaufnahmen bei Konzerten und diese teilweise komischen Kommentaren und so, und viele Leute verunsichert, oh nee, habe ich Angst. Ich habe wirklich viele Schüler, welche Angst haben, live zu spielen. Sie denken, boah, wenn ich da mich verspiele und einer mich filmt und direkt irgendwo postet und dann kommt ein blöder Kommentar, dann
ja, krieg ich schlechte Laune. Ich sage, boah, da scheiß er drauf auf dieser ganze Kommentar. Da ist leider welche nicht geschafft auf die Bühne und du bist auf der Bühne und das ist einfach so. Na, also, ja, du musst schon, ja, robust sein für teilweise negative Kritik, also das nicht ernst nehmen einfach. Ne? Also, du machst das nicht für diese Leute, du machst das für dich. Und so muss man fühlen. Wir üben nicht jemand irgendwas zu beweisen, nicht für jemand, für uns. Wir üben, weil uns Spaß macht und das darf uns keiner verderben. Ganz genau, ja, ja. Und ich glaube, die meisten Leute interessiert es wirklich weniger. Also dieser ganze Struggle als Künstler auf der Bühne, den bekommen die meisten gar nicht mit. Die wollen einfach einen tollen Abend haben mit ihren Freunden und ein cooles Konzert erleben und einfach eine geile Show haben. Ne? Ja. Ich war auch mal mit Freunden auf einer Show und da waren auch 2 Gitarristen in der Band. Die haben ein bisschen was gespielt und dann habe ich meinen Kumpel, der ist Schlagzeuger, der kennt sich mit Gitarren und Gitarrensounds und so nicht aus. Und dann habe ich ihn gefragt, hey, schau mal, der rechte Gitarrist, ich habe gesagt, einer von den beiden Gitarristen hat eine Gitarre, die kostet 1.000 Euro, also ich kannte die Modelle, und der andere Gitarrist hat eine Gitarre, die kostet 2.500 Euro, also mehr als das Doppelte. Sag du mir bitte, welche davon die teurere ist. Und er so, keine Ahnung, ist mir egal. Ist so. Ist genau so. Ja. Das ist wie mit Instrumentenwahl, Equipment allgemein. Das ist wirklich am Ende egal. Na, klingt gut. Fertig aus. Darum, also dieser ganze Equipmentwahl, da ist auch so, und dieser ganze Gear Talk, da ist wirklich Thema unendlich. Da kann man lange diskutieren und ich habe auch Kumpels, sie kaufen unglaubliche teure Gitarre da mit teure Amps und verbinden mit Kabel von Stimmgerät für 3 Euro. Also, ne? Und ich sage, ja, du hast jetzt 10.000 Euro ausgegeben für nichts. Also mit dieser einen Kabel alles ruiniert. Und viele Leute verstehen nicht, dass das Kette muss stimmig sein. Das muss nicht wahnsinnig viel kosten. Das muss nicht irgendwie so ein Sammlergitarre sein. Das kann Gitarre für 1.000 Euro sein. Wenn das passt stilistisch, wenn das liegt gut in der Hand, wenn der passende Amp mit Sound, welcher du brauchst für deine Musik und du hast qualitative ganze Verbindung mit Netzteile, Kabel, Stecker, Saiten, alles was dazugehört, da darf nicht rausfallen, sonst bricht diese ganze Kette. Das muss alles passend sein. Und also ich sage so, Sound, der richtige Sound ist, jeder hat den richtigen Sound in unserem Kopf. Also wir hören den richtigen Sound mit unserer inneren Stimme. Ne? Und wenn wir diesen Sound finden, egal mit welcher Gitarre, egal mit welcher Amp, welche das so klingt, wie wir das vorstellen, das ist genau der richtige. Das ist völlig egal, was das kostet. Da darf nicht beeinflussen Preisen. Ne? Und wenn wir komfortable Sound haben, dann spielen wir auch viel besser. Und das merkt Publikum auch. Wenn wir Spaß haben bei Spielen, wenn wir uns wohlfühlen und da strahlt gute, positive Energie, wo wir einfach bei Spielen Spaß haben, das strahlt sofort nach vorne und dann kriegen Fans vorne genau die gleiche Energie. Ja. Ich sage auch immer, wichtig ist, dass das ganze Equipment zuverlässig ist. Also du nimmst es in die Hand und dann weißt du, es funktioniert. Es klingt so, wie du es gewohnt bist und das Preisschild ist nicht immer das Ausschlaggebendste. Nee. Also ich sage so, wenn man entscheidet für gute Qualität, man möchte robuster, guter Sound und man wirklich Ahnung hat, was ist wirklich gut. Wenn man so ein bisschen so Vergleiche gemacht und vielleicht mit Experten ein bisschen am Unterhalten und dann probiert und nicht einfach nur, weil
sage so, da Kirk Hammett spielt irgendwas, das muss ich auch haben. Nein, nicht unbedingt. Vielleicht passt dir das nicht. Erst probieren und suchen nach was Passendes für dich. Und wenn man schon auf bestimmtem Niveau, da darf man auch nicht sparen an Qualität. Das muss nicht überteuer sein, aber man darf nicht sparen, weil wirklich, so wie ich schon gesagt, mit so einem billigen Kabel oder alter, kaputter Kabel kann man so viel kaputt machen. Auch so mit dieser ganzen Länge von Kabel, mit kurz, lang und so, da gibt es keine Regel. Da muss man wirklich testen, was dir persönlich passt. Und das muss nicht unbedingt goldener Stecker sein. Also richtiger Sound ist nicht immer Material und ist genauso nicht wie Amp oder irgendwelche Effekt, was drin steckt. Ne? Man nimmt teurer Amp, in Effektloop steckt Pedal irgendwo so ein günstiger, welche nicht True Bypass und dann frisst die diese kleine Pedalchen für 40, 50 Euro ganzer Sound von Amp, welche 3000 kostet. Also einfach achten, ne, was man da macht. Am besten immer Hilfe holen von Leuten, welche Ahnung haben. Fragen, recherchieren. Und das ist auch super wichtig bei Üben, weil viele Gitarristen üben zum Beispiel irgendwelche Tapping, Legato-Technik. Und für diese Technik brauchst du bestimmten Sound. Und wenn du diesen Sound nicht hast und du hast zum Beispiel so ein crunchiger, keine Ahnung, Vox, so Ja. AC30, Ja, der Gute. ja, das ist super Amp, aber nicht für Legato, Jungs. Da brichst du Finger bei Tapping. Das wird nie klappen. Und dann übst du mit so einem Sound und wirst du frustriert und ich mache was falsch. Nein, du machst alles richtig. Der Sound ist falsch dafür. Und das muss man auch lernen. Ja, aber woher weiß ich, wann ich an meine Grenzen stoße aufgrund meines Equipments? Da muss man wirklich probieren, einfach testen. Gehen, wo Möglichkeit gibt es von bekannter Kreis oder in Musikladen oder das muss man hören, das muss man direkt Vergleich haben, das muss man immer anfassen. Also so bei Lesen, wenn einer schreibt, das passt besser, das schlechter, ist wirklich schwer zu glauben, weil das muss man fühlen. Und bei Testen merkt man sehr schnell, boah, mit diesem Sound ist mir total leicht zu spielen. Plötzlich, wow, geil, genau sowas brauche ich. Oder man steckt irgendwo anders. Nee, und für Metal Riffs passt mir das nicht. Da ist kein Chuck da drin. Ja. Na, und das hört man sofort. Ne? Und wenn man den richtigen Sound gefunden für seinen Stil, für seine Technik, da bist du viel schneller da, wo du willst. Also viel ausprobieren, viel vergleichen, um halt sein eigenes richtiges Equipment zu finden. Ja. Es gibt auch das ist so ein Video von Joe Satriani, das ist schon 20 Jahre alt oder so. Da war der in irgendeinem Musikladen, nimmt sich so eine 100-Euro-Gitarre und so einen ganz kleinen Amp und es klang einfach nur sensationell, weil er halt er ist, klar. Das heißt, vielleicht auch nicht nur aufs Equipment achten, sondern auch ehrlich zu sich selber sein und schauen, wie gut bin ich eigentlich oder was ist da noch ausbaufähig. Ja, ich sage so, bei dieser ganzen Demos, was oft wird gemacht, das ist so, wenn ein Gitarrist wirklich gut und nimmt irgendwas, man anpasst sich sehr schnell auf diesen Sound. Also wenn dieser kleine Pups-Amp kann nur irgendwas, dann merkt man ganz schnell, okay, das klingt gut bei dieser Kleinen und das spiele ich jetzt. Ja. Man spielt nicht, was nicht gut klappt. Und darum, man darf nicht so schnell an diese ganze Werbetrailer glauben, weil gute Jungs kann wirklich aus der Scheiße ein Gold machen. Man sucht Equipment zu seinen Songs, zu seinem Stil, so wie man spielt selber und möchte spielen, nicht was gut klingt. Das ist so zum Beispiel Unterschied bei
echte Orchesteraufnahme und wenn man mit Sampler arbeitet, gibt es total viele gute Sampler, Orchestersampler, aber mit dieser Sampler kann man schlecht komponieren. Weil wenn du nimmst Sample Sound und zum Beispiel 2 Tone, in so eine kurze Verbindung klingt super, weil dieser Sampler kurz aufgenommen. Möchtest du aber diese Tone länger haben, klingt nicht mehr gut. Und wenn du mit Sampler arbeitest, fängst du an zu komponieren nach dem Sound. Nicht wie so Ideen in deinen Kopf kommen. Und das ist der Unterschied. Mit Sampler machst du, dass das gut klingt. Mit echter Orchester komponierst frei, wie du willst. Möchtest du da Ton länger, da kurzer, du sagst Orchester, sie spielen so und du hast dein Endprodukt so, wie du das willst, ohne Kompromisse zu machen. Mit Sampler bist du immer abhängig. Dieser Sampler klingt nur so gut. Okay, ja, das stimmt. Ist andere Richtung. Und er ist genauso mit billiger und teurer Gitarren und kleinere Amps, größere Amps. Du kannst jede Gitarre so spielen, dass das vernünftig klingt. Gute Leute finden das ganz schnell raus. Wenn du so eine Single-Coil-Gitarre nimmst, wirst du kein harter Riffs da Metal spielen, weil der Single-Coil kann das nicht. Also gehst du ziemlich schnell auf irgendwelche crunchige Sachen und das macht Single-Coil super. Nimmst du aktive Humbucker, kommst du nie auf Gedanken, da so richtig tolle Clean-Sound Funky spielen. Das kann dieser Pickup nicht so richtig. Und darum muss man selber rausfinden, was man braucht. Und bei dir ist es ESP und Engel. Das ist Kombination fantastisch, weil mit Engel, seit wir mein Signature-Modell entwickelt, das ist schon bestimmt 11, 12 Jahre her, das war jahrelang harte Arbeit und das hat so gut geklappt. Das ist wirklich, ich spiele und spiele und spiele dieser Amp und immer noch total glücklich und immer zwischendurch mache Vergleiche, wo die Entwicklung weitergeht und komme trotzdem zurück zu meinem Amp, weil das ist einzigster 100 Watt Amp, welche so ein bisschen alles können. Man kann super leise zu Hause spielen, mit gleichen Gefühlen Finger. Das ist für mich ganz wichtig. Ich möchte nicht 8 Stunden am Tag üben zu Hause und dann gehe ich auf die Bühne, fühlt sich ganz anders. Scheiße, ich habe jetzt da gewöhnt so zu Hause und jetzt muss ich da ganz schnell anpassen. Möchte ich das nicht. Ich möchte genauso üben, wenn ich Bending mache, Sustain. Ich gehe auf die Bühne, ich habe gleiche Gefühle. Ich mache weniger Gehen auf der Bühne, weil da ist alles lauter, Röhren zerren mehr. Da kommt Schwung aus den Box, also reagiert viel einfacher alles. Ich anpasse an dieser Lautstärke, aber Gefühle im Finger gleich. Und auch diese spezielle Sache, was ich gemacht mit 3. und 4. Kanal, da ist für Doppelung im Studio perfekt. Man braucht nicht 2 Amps, 2 Gitarren. Mit einem Amp kann man alles machen. 3. Kanal links, 4. Kanal rechts. Cool. Man spielt zweimal gleiche, hat gleiche Gefühle im Finger, gleiche Gitarre, gleiche Sound. Unterschied ist in der Mitte. Also 3. Kanal so ein Kub, 4. Kanal anderer Kub. Also wenn du das doppelst, du hast ganze Mitte voll. Ah, okay, verstehe. Und da hast du Wand. Ohne dass du irgendwie merkst was davon. Da ist nur andere Frequenzen im mittleren Bereich. Und das macht die Power. Und das ist so leicht. Du spielst zweimal, links, rechts, 2 Kanäle, Wand. Das wusste ich nicht, dass verschiedene Outputs auch verschiedene Frequenzbereiche abdecken. Mir fällt jetzt gerade kein Amp ein. Gibt's kein vergleichbarer Amps, welcher das kann, weil bei alle Amps Standard, Clean, Crunch, Rhythmus, Solar. So alle Amps aufgebaut. Und bei mir Clean, Crunch. Crunch ist auch nicht wirklich Crunch, geht schon. Also ich habe so Amp aufgebaut, dass du von ganz Clean, wenn du gehen bei Clean zuerst, da kommst du schon in dieser Rotz-Clean-Sound. Von da fängt 2. Kanal genau von da, wo erst aufhört. Also du hast keine Lücke. Cool, ja. Du fängst da und dann gehst über Crunch in so ein fast schon so ein AC/DC-Sound, also in so ein Hardrock-Zerrer, so Tube Screamer-Zerrer sozusagen. Und von da fängt der nächste Kanal. Also du hast keine Lücke. Also wenn du im Studio suchst nach Sound, passende, du hast von bis alles.
Du kannst mit dieser Amp von Blues bis, keine Ahnung, Death Metal alles finden. Alles in ein Amp. Und dritter, vierter Kanal, da ist kein Rhythmus, kein Solo, das kann beides gleiche. Das kann beider Rhythmus-Sound sein, kann beides Solo-Sound sein. Da ist unterschiedlicher Klang. Und das ist für Doppelung im Studio einfach genial. Cool. Und das wirklich der einzigste Amp, welcher das kann. Und das ist Grund, warum wir haben mit Limited Edition angefangen, weil wir möchten das testen, ob das wirklich jemand braucht. Und jetzt merken wir, dass es aus Limited Unlimited geworden. Und du findest diese Amp nie gebraucht. Da gibt es keinen Secondhand. Da verkauft niemand. Wer einmal diese Amp gekauft, behält. Und fast in jeder Studio steht so eine. Und das läuft und läuft und läuft und verkauft sich, war immer weiter. Das ist unfassbar. Wir haben schon mit Gedanken gespielt, vielleicht kleinere Version machen. Und dann sagen wir, warum? Leute kaufen, Leute möchten das haben. Also müssen wir dann produzieren einfach weiter. Und diese Kombination zwischen ESP und Engel, da ist perfekt, weil ESP, also mein ganzes Leben habe ich mit Custom-Gitarren gespielt. Also das war wirklich viele verschiedene, ich habe mit Ziggy Guitars Custom gebaut, so total verrückter. Ich möchte einfach für mich alles Mögliche ausprobieren. Ich habe da so alle verschiedenen Hölzer, Sitar, Gitarre, Doppelhals-Gitarre mit Piccolo-Bass unten und Fretless-Gitarre und was ich alles experimentiere, ist wahnsinnig. Mit Kombination, mit 2 Ausgänge separat für Piezo und Magnetic. Zum Beispiel dieser berühmte Straight to Hell Song aus der Schuh des Magneto und jetzt Kano des Magneto und das 3. Film schon mittlerweile, wo Titeltrack. Das ist dieser spezielle Sound, das ist dieser Mix zwischen Piezo und Magnetic und das ist ganz speziell. Das ist ein fantastischer Sound. Und dann habe ich auch jahrelang mit Yamaha experimentiert, auch verschiedene Custom-Gitarren. Und dann habe ich auf ein Problem gestoßen, dass alle meine Gitarren Custom einmalig. Und teilweise, wenn du auf Tour und du möchtest Gitarre wechseln und du wechselst Gitarre, beide super, aber sie sind leicht unterschiedlich. Und da musst du anpassen da. Und dann habe ich wirklich Firmen gesucht, wo Custom-Gitarren, der richtig top-qualitativer Custom-Gitarren, gleich kann sein. Und das habe ich wirklich so zu ESP gekommen, wo ich gedacht habe, Leute, boah, ihr könnt wirklich Top-Level Custom-Shop-Gitarren reproduzieren. Und mittlerweile habe ich so viele verschiedene Modelle und das ist wirklich, also da kann ich auf der Bühne so blind der andere nehmen und ich höre keinen Unterschied. Da muss ich wirklich markieren teilweise extra für mich, dass ich weiß, oh, das habe ich letzter gespielt, jetzt da und da. Das ist wahnsinnig. Qualität ist unfassbar. Auf so ein Niveau sich wiederholen können, ist schon top. Und das ist sehr High-Gain-lastige Gitarren, welche von Aggressivität super zu Engel passt. Aber gleichzeitig hast du vielleicht gestern bei Masterclass gehört, wenn du auf Clean Sound gehst und diese ganze Single-Coil-Möglichkeit hast zum Splitten, was da für funky, clean, geiler Sound rauskommt, das ist unfassbar. Und also ja, unglaublich vielseitig. Darum diese Kombination einfach perfekt, seit Jahren perfekt funktioniert. Und plus, was ganz wichtig bei allen Partnern, ist einfach super nette Leute. Das stimmt, das kann ich nur bestätigen. Also schöne Grüße an Jürgen und Martin. Also wirklich sensationell. Es einfach macht Spaß, mit solchen Leuten zusammenarbeiten. Das ist einfach direkter Feedback. Du kannst immer erreichen, wenn du Probleme hast oder Ideen hast. Es ist nicht so ein Konzern, wo irgendwelche Mitarbeiter da zwischenreden. Na, da ist direkter Kontakt. Super, so muss sein. Das kann ich auch nur bestätigen, definitiv. Also auch so Cordial und Engel, wir sind sehr miteinander befreundet. Also wir lieben uns. Alle meine Partner, mit welchen ich zusammenarbeite, da ist wirklich bei alle 15, teilweise bis 20 Jahre
Zusammenarbeit mit Cordial. Ich kann mich schon ganz erinnern, das ist so lange her, wo wir angefangen zusammenarbeiten und ganze Erfahrung sammeln mit Kabel auf Tour, habe ich da Karton mitgenommen, verschiedene Modelle auf Tour, alles probiert, mit Käse drüber gefahren, ob das aushält und welche Modelle besser für was funktioniert. Also es ist einfach super, auch mit Saiten, mit Domestic Infield, was da für toller Feedback kriegt. Und ich bin auch da mittlerweile 25 Jahre schon dabei. Ja, das alle Freaks. Das, was mir gefällt, so richtiger Freaks, so, wow, lass uns so probieren, ja, und was hast du da gemacht? Und dann diskutierst du und es ist alle so, das ist nicht so Geschäftsleute, welche da versuchen, irgendwas zu verkaufen einfach. Das ist alle Freaks, welche mit Seele dabei und alle haben Spaß, da gute Produkte zu machen. Vielleicht ist das auch das Geheimnis, warum es bei diesen Firmen dann auch so gut läuft. Also das kann man so ja ganz gut erzählen. Das ist halt ja nicht das Geheimnis, aber so läuft es halt. Wir von Musiker für Musiker, man hat halt Spaß miteinander, man hat ein tolles Zusammenspiel, eine total tolle Zusammenarbeit und dann hat halt jeder was davon und so soll es halt sein. Das ist das Schöne an der Industrie auch, muss man sagen. Ja, und da ist einfach dieser Nehmen und Geben und ständiger Tausch. Bei uns war mit verschiedenen Produkten zum Beispiel da irgendwo auf Tour da Problemchen aufgetaucht, so, wo keiner damit gerechnet und ich sofort angerufen, Leute, ja, da eventuell kann Problemchen auftauchen, kann er checken und dann Wochen später, boah, gut hast du gesagt, wir haben gecheckt und da wirklich war bei Leuten da Ja. da irgendwo so ein Punkt war, was keiner gemerkt, weil keiner so brutal damit umgegangen. Okay. Und das ist auch so ein guter Zusammenarbeit, so, weil wir als Musiker teilweise wirklich knallhart mit Zeug umgehen, was vielleicht normale Käufer zu Hause nicht macht. Und das ist auch so eine Erfahrung, extreme Erfahrung, weil es super wichtig für Produkte, diese Produkte noch stabiler machen. Und auch mit Seiten so. Ich habe so viele verschiedene Seiten im Studio ausprobiert und diese Kleinigkeit, wo Domestic Infield so 5. Seite ein bisschen dicker gemacht als sonst und da ist direkt für ganze Riffing Gefühl von 6. auf 5. Seite Übergang viel besser geworden. Und ja, so Kleinigkeit oder auch Firmen da rufen bei mir an und so, ja, du musst das unbedingt probieren, wir haben da was so eine Verbesserung, was denkst du darüber? Und ja, das ist einfach toll. Oder man, bei mir zum Beispiel auch war, dass ich irgendwo geflogen nach Südamerika und unser Koffer verschwunden und andere Richtung geflogen und dann stand ich da, denke, Leute, ich brauche Hilfe, ich habe das und das nicht, wie können wir das machen? Und ja, und dann kriegst du Hilfe und keiner sagt dir was, nee, du hast da deine Kabel, musst selber kümmern. Nein, sie versuchen alles Mögliche, dass ich vor Ort da alles kriege, was ich brauche und das ist toll. So muss es sein. Hey, super, ja, vielen Dank. Ja, vielleicht noch zum Abschluss. Was ist der größte Tipp, den du einem Musiker, der irgendwie besser werden will, also sei es an seinem Instrument oder vielleicht auch in seiner Karriere, mitgeben kannst? Was siehst du bei vielen, woran es sehr oft scheitert zum Beispiel? Also meistens bei New Generation scheitert an Geduld, weil da passiert nicht alles so schnell wie bei Computerspiel. Reset und nochmal starten. Nein, das, was wir machen, das ist Handwerk. Und wie bei jeder Handwerk, man braucht Zeit, man muss Zeit investieren in Üben. Wichtig, wirklich, gerade von Anfang, vielleicht doch jemand zu haben, wer hilft. Also wirklich guter Lehrer oder jemand, der schon Erfahrung hat, so ein paar Tipps holen, dass es dieser Start leichter wird, weil man so wirklich komplett verloren als Neuling irgendwo einsteigt und
ja, geht durch YouTube und guckt und er sagt, so muss machen und er so und oh, ich weiß nicht, was ist die richtige jetzt Version. Und man kann sich schnell verlieren und da hat man kein Konzept so richtig und dann wird man schnell frustriert. Also erst alles locker sehen, man braucht Zeit, gut zu sein, sucht nach guter Lehrer, viel Geduld, entspannt, nicht sich selber unter Druck setzen, nie versuchen da posen und jemand beweisen, einfach sein eigener Spaß zu finden. Das ist ganz wichtig. Nie Kompromisse machen, nicht spielen, was man nicht möchte, auch wenn vielleicht gut bezahlt wird. Ich kenne sehr viele Musiker, welche diesen Kompromiss gemacht und dann nach ein paar Jahren gesagt, weißt du was, ich höre keine Musik mehr. Ich habe viel Geld verdient da bei so einem Job, aber boah, kein Bock mehr. Und das nicht machen, weil auf Dauer, kommt Retouren und das wird wehtun. Also versuchen immer mit Spaß, mit was man will und da wirklich ganze Power investieren und üben, üben, üben. Da kommt nichts von alleine. Und bei Üben aufpassen, da ist wirklich, man braucht viel Tipps, wie man richtig macht, dass man Zeit nicht verschwendet. Na, und so Tipps wie aufwärmen, abkühlen, locker bleiben, nicht verspannen, kein Sehenscheinentzündung holen und ja, ich habe schon so ein paar Schüler gehabt, zum Beispiel welche, ja, du musst aufpassen, oh, so bist du Weicheier, so, ja, so 3 Bierchen und gib ihm. Ich sage, ja, mach das. Nach ein paar Monaten oder spätestens nach ein paar Jahren Feierabend wird. Und ich habe wirklich genug Leute gesehen, welche damit aufgehört. Also nicht posen, nicht zu cool sein, wirklich konzentrieren, versuchen richtig zu machen und Spaß. Ja, Spaß, genau. Spaß. Das ist wirklich so geil, eigene Musik zu machen, komponieren und Konzerte spielen. Musik ist einfach wirklich ganz große Freude macht. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort. Genau, es muss Spaß machen. Es macht auch Spaß. Einfach diese Reise genießen und dann kann dir keiner was. Ja? Jo. Auch viele Leute zum Beispiel in Corona-Zeit sagen, oh Mann, das ist so frustrierend, ich kann nichts machen. Ich sage, warum kannst du nichts machen? Guck mal, du hast jetzt da irgendwie ein Jahr Pause, da gibt es kein Konzert. Du hast Möglichkeit zum Üben. Du hast jetzt Zeit zum Üben, das stört dich nicht. Du hast keine Arbeit, du kannst das nicht machen. Aber üben kannst du. Nimm die Zeit. Und wenn da Zeit kommt, wenn du touren kannst wieder oder sonst irgendwas, dann bist du bereit. Darum immer nicht sehen, so alles schwarz, schwarz, schwarz. Immer positiv. In jeder Situation, okay, klappt das nicht, aber ich kann das machen. Ja, immer cool, positiv bleiben. Und am Ball bleiben, ja. Wo können dich die Leute auf deinen Workshops sehen? Ich organisiere Musikcamps, da ist auf meiner Seite, Facebook, YouTube, Telegram, überall zu sehen und der nächste 2 Musikcamps ist im Juni, kann man sich buchen und da geht um Bandcoaching, da geht wirklich nicht nur um Gitarrentechnik, da geht um Songs zusammenschreiben, zusammenspielen, jammen, Erfahrung auf der Bühne, also das ist wirklich ja, rund um Musik, mit alles drum und dran, mit Fragen zu auch, wie lebt man von Musik. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, weil wenn einer möchte, Profimusiker zu sein, ist teilweise gar nicht so schwer, gar nicht so einfach da Geld zu verdienen und wo und wie und was. Also da muss man auch so gucken, wenn man Songs veröffentlicht, dass man nicht vergisst, bei GEMA anmelden und Nummer eingeben, der richtige und so Kleinigkeit, so wie man das so ein bisschen komprimierter alles macht, weil
klar, wenn da Feedback kommt und du hast Auftritte und ja, deine Songs verkaufen, das macht alles leichter. Und das versuche ich bei Musikcamps zeigen und ich lade ganz viele Dozenten aus verschiedenen Musikrichtungen, verschiedenen Instrumenten, also das geht wirklich Schlagzeug, Bass, Gitarre, alles mögliche, Gesang, immer andere Dozenten. Ja, das ist auf jeden Fall spannend und nach jeder Camp, so wie ich Feedback kriege, entstehen zwischen 2 und 5 neue Bands. Ach, cool. Also unter den Teilnehmern? Ja. Sehr cool. Ja. Also Teilnehmer Das ist kennenlernen sich gegenseitig und das ist das, was so wirklich der absolute Highlight für mich persönlich, wenn ich nach so einem Camp so eine Meldung kriege, oh, wir haben eine neue Band gegründet, danke dir. Ist absolut der Krönung für mich. Ne? Voll cool. Habe ich geschafft. Ja. Also Leute, ab ins Camp. Wenn ihr Interesse habt, eine Band zu gründen, weil dann könnt ihr auch gleich das gelernte Wissen anwenden. Finde ich cool. Und ich bitte auch über meine Online-Musikschule, also ich mache keine so ständige Kurse, aber man kann bei mir wirklich straight zu mir E-Mail schreiben, wenn einer Probleme hat und braucht schneller Tipp. Ich versuche immer Zeit zu finden, wirklich für persönliche Online-Unterricht, einfach kurz und schnell irgendwelche Tipps geben und ohne da irgendwelche langfristige Verträge wie in Musikschule oder sonst irgendwo. Einfach spontan, ich habe Zeit, du hast Zeit, machen wir Online-Lessons, fertig. Voll cool. Ja, hey du Viktor, vielen lieben Dank. Das war wirklich sehr, sehr informativ, sehr hilfreich, sehr spannend. Wow. Bin echt beeindruckt. Ey. Und wenn einer möchte richtig Adrenalinverpackung haben, ab und zu mache ich Workshops während der Rennen. Okay, ach krass. Und ich fahre professionell, also Golden Era Touringwagen und wir machen ab und zu Events am Nürburgring zum Beispiel oder Hockenheim. Termine noch stehen nicht fest für dieses Jahr, aber da mache ich Workshops und bei Training mache ich Taxifahrten. Okay. Und wenn einer keine Angst hat, dann fährt mit mir über Nordschleife mit Vollgas. Ja, voll cool. Aber alles klar. Nee, also nochmal vielen lieben Dank. Es war sehr, sehr cool, sehr, sehr hilfreich und hoffentlich auch Mehrwert für alle, die das hier sehen oder hören. Leute, checkt aus Viktor Smolski auf allen möglichen Kanälen. Das verlinken wir natürlich auch unten. Und vielleicht sehen wir uns spätestens nochmal nächstes Jahr in Wien oder natürlich auch auf der Guitar Summit. Genau. Das haben wir Pflichttermin für alle. Auf jeden Fall. Gell? Auf jeden Fall. So, vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.